Das Vieh, das auf den Feldern umherirrt, wird von Sonderkommandos zusammengetrieben. Die Kühe sind mehrere Mein lieber Zuschauer, schau dir mal deinen Laptop an oder deine Kaffeemaschine oder das Auto deines Nachbarn, auf das du heimlich neidisch bist. Wenn da Made in Germany darauf steht, dann denkst du sofort an Hochqualität, Ewigkeit und einen sehr hohen Preis, oder? Aber was, wenn ich dir sage, dass dieses Label ursprünglich erfunden wurde, um dich zu warnen? Dass es ein Wahrzeichen war, wie Achtung, giftig oder auch nicht füttern. Willkommen in einer Welt, in der Deutschland Underdog war, der allen die Show gestohlen hat. Wir schreiben das Jahr 1887. Großbritannien ist der Boss. Die industrielle Revolution läuft dort auf Hochtouren. Und dann kommen da diese Deutschen. Sie kopieren alles. Messer aus Sheffield. Und die Deutschen bauen sie nach. Billiger und ehrlich gesagt damals auch schlechter. Und dann die Briten waren sauer. Also haben sie ein Gesetz verabschiedet, den Mercandise-Marx-Akt. Jedes Produkt aus Deutschland musste markiert werden. Und mit was? Und Made in Germany. Es sollte ein Brandmal sein. Ein Zeichen für, kauf das nicht. Das ist eine billige Schrott aus dem Osten. Und jetzt stell dir vor, du willst jemanden beleidigen, aber du verschenkst ihm aus Versehen eine Goldmedaille. Und genau das haben die Briten 1887 gemacht. Sie saßen in ihren Londoner Büros, nippten an ihrem Tee und dachten, wir zwingen die Deutschen jetzt, ihre Waren fett zu markieren, damit jeder sofort sieht, Achtung, das ist billige Kopie. Es war wie ein analoger Shitstorm. Ein Label der Schande. Aber sie haben die Rechnung ohne die deutschen Ingenieure stolz gemacht. Die Handwerker in Solingen und Berlin haben sich das Label angeschaut und gesagt, ach ja, da machen wir eben die besten Messer und Maschinen der Welt, damit eure Warnhinweis zum Ritterschlag wird. Und innerhalb weniger Jahre wurde aus dem Brandmal ein Statussymbol und die Leute fingen an, gezielt nach dem Label zu suchen, das sie eigentlich abschrecken sollte. Eine klassische Agentur der Weltgeschichte. Die Briten haben die Deutschen quasi das beste kostenlos Marketing-Tool aller Zeiten geschenkt. Lieber Zuschauer, hier kommt der Plot-Twist. Deutschland hat nicht aufgehört zu produzieren. Sie haben angefangen, das Ganze wissenschaftlich anzugehen. Die erfanden die DIN-Normen, das ist quasi der Algorithmus der Hardware. Jetzt stell dir vor, jede Schraube im ganzen Land passt in jeder Mutter, weil jemand vorher genau ausgerechnet hat, wie groß sie sein muss. Das klingt langweilig. Für die Wirtschaft war das wie eine Turboboost. Während andere noch gebastelt haben, hat Deutschland standardisiert. Aus dem Brandmal wurde plötzlich eine Qualitätssiegel, die Evolution vom Parasiten zum Superorganismus. Und heute fragen wir uns, wo ist dieses Made in Germany in der digitalen Welt? Wir haben die Autos, wir haben die Maschinen, aber wo ist das deutsche Facebook? Wo ist das deutsche iPhone? Vielleicht liegt das Geheimnis darin, dass wir immer noch so gründlich sind, dass wir das Faxgerät erst abschaffen, wenn das Internet zu 1000% sicher bewiesen hat, dass es nicht beißt. Deutschland ist wie der alte Professor in der Uni. Er braucht ewig für die Korrektur, aber wenn er fertig ist, findest du keinen einzigen Fehler mehr. Also, wenn du das nächste Mal etwas kaufst, schaust du nicht nur auf das Label, schau auf die Geschichte dahinter. Denn manchmal ist das, was als Warnung beginnt, am Ende das, wonach alle sterben. Ich bin Mr. Denkmal und du? Du bist hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Vergiss nicht das Abo, sonst schicke ich dir ein Fax mit der Mahnung. Bis dann. Tschüss.